Hallo liebe Häkelfreunde, in diesem meinem ersten Video zeige ich euch, wie ich diesen Pullover gehäkelt habe. Die Anleitung habe ich so gestaltet, dass auch Anfänger diesen Pullover nachhäkeln können. Der Pulli ist nach meinen Maßen locker gehäkelt. Ihr benötigt also keine vorgefertigte Häkelanleitung, sondern könnt den Pulli entweder ebenfalls locker oder etwas figurbetonter häkeln, ganz wie es euch gefällt. Die Wolle, die ich dafür verwendet habe, ist Venezia von Mayflower in 4 verschiedenen Blautönen. Diese Wolle besteht aus 70% Baumwolle und 30% Schurwolle. Sie hat auf 50 Gramm 105 Meter und die empfohlene Nadelstärke ist 5,5 bis 6. Gewaschen werden sollte sie per Hand. Die Farbnummern der einzelnen Knäuel sind einmal die 09, die 12, die 10 und die 11. Als Häkelnadel nehme ich die 6,0. Das erste Maß, was ihr dafür benötigt, ist der Brustumfang. Diesen teilt ihr durch 2 und so lang sollte dann auch die Luftmaschenkette sein. Und dann geht es schon los mit der Luftmaschenkette. Beginnen werden wir mit einer Schlaufe. Die mache ich jetzt so. Ihr könnt es so machen, wie ihr es gewohnt seid. Und die erste Luftmasche. Ganz einfach durchziehen, den Faden holen und durch die Schlaufe auf der Nadel durchziehen. Und das macht ihr dann so lange, bis ihr die Länge erreicht habt, die ihr ausgemessen habt, also die Hälfte eures Brustumfanges. Ihr könnt dann 1, 2 oder auch 3 Schlaufen mehr machen. So, bei mir sind das jetzt, ich möchte ja auch einen lockeren Pulli, daher sind es bei mir so um die 48, 49 Zentimeter. Wenn die Kette lang genug ist, machen wir zunächst mal eine Wendeluftmasche und dann nehmen wir einen Umschlag auf die Nadel und stechen einfach in die Schlaufe ein, wenn ihr das so gewohnt seid. Ich mache das nicht so, mir gefällt das nicht. Ich häkle immer in diese hinteren, ich nenne jetzt diese mal Hügelchen, in diese hinteren Hügelchen. Das erste Hügelchen wird nicht behäkelt, das zweite, also nochmal einen Umschlag auf die Nadel und dann steche ich ein in das erste Hügelchen, hole die Schlaufe durch, ziehe sie durch eine Schlaufe, die auf der Nadel ist, durch. Seht ihr, jetzt sind 2 Schlaufen auf der Nadel, dann hole ich nochmal den Faden und ziehe sie durch beide Schlaufen durch. Nochmal Umschlag auf die Nadel nehmen, durch eins der Hügelchen stechen, den Faden holen, durch eine Schlaufe durch, dann nochmal Faden holen und durch beide Schlaufen durch. Und das wiederholen wir letztendlich jetzt immer bis zum Ende dieser Luftmaschenkette immer genau so gleich. Umschlag, durchstechen durch das Hügelchen, Faden holen, durch eine Schlaufe ziehen, Faden holen, durch beide Schlaufen ziehen. Und immer so weiter.
So sieht das dann aus. Ich liebe dieses Muster, es ist mein absolutes Lieblingsmuster und das häkle ich jetzt bis zum Ende der Kette. Zum Ende der Reihe mache ich eine Wendeluftmasche, drehe das Häkelstück und mache jetzt letztendlich das gleiche wie schon zuvor, einen Umschlag, durch beide Schlaufen der Masche stechen, Faden holen, durch eine Schlaufe ziehen, nochmal den Faden holen und durch beide Schlaufen ziehen. Man tut sich etwas leichter durch die erste Schlaufe durchziehen, wenn man in dem Bereich mit dem Daumen so ein bisschen zwischen den Fingern das so ein bisschen runterzieht. Ja, das fällt dann ein bisschen leichter, den Faden durch diese erste Schlaufe zu holen. Am Ende der zweiten Reihe wieder eine Wendeluftmasche häkeln und die dritte Reihe genauso beginnen wie die zweite und alle folgenden Reihen. Einen Umschlag auf die Nadel nehmen, durch beide Schlaufen der Masche stechen und den Faden durchholen, direkt durch die erste Schlaufe durchziehen und dann nochmal den Faden holen und durch beide Schlaufen durchziehen. Hier bin ich am Ende der Farbsequenz angekommen. Ich habe 14 Reihen gehäkelt und jetzt werde ich hier die Farbe wechseln. Ich häkle nicht ganz zu Ende, wie ihr seht, ich habe aufgehört. Bei dem letzten Schritt nehme die neue Farbe und ziehe diese dann durch die beiden Schlaufen. Dann mache ich eine Wendeluftmasche, wende die Arbeit und dann geht es ganz normal weiter, bloß in der neuen Farbe. Zwischendurch verknote ich diese beiden Enden, damit mir da nichts aufgetrennt wird. Ich schneide letztendlich diesen hellblauen, in meinem Fall dieses hellblaue Fädchen ab und mache einen einfachen Knoten mit dem dunkelblauen Fädchen. Nicht zu fest zuziehen, damit sich die Maschen nicht zusammenziehen. Und dann geht es auch schon weiter mit dem Häkeln, einfach Reihe für Reihe in diesem Muster. Im Englischen heißt dieses Muster Herringbone, im Deutschen würde ich es als Fischgratmuster bezeichnen. Und jetzt häkle ich einfach so weiter, bis ich die Länge des Pullovers erreicht habe, die ich mir vorgestellt habe. In meinem Fall in 4 Farben, jeweils 14 Reihen. Bei der letzten Farbe habe ich nur 10 Reihen gehäkelt. Das ist mein Vorderteil und ich möchte einen Ausschnitt machen.
Und ich habe mir überlegt, dass ich keinen eckigen Ausschnitt haben möchte. Ich möchte einen leicht abgerundeten Ausschnitt. Daher habe ich ausgemessen, meine Endbreite der Schultern soll 17 Maschen betragen. Da ich den Ausschnitt abgerundet haben möchte, fange ich an mit 20 Maschen. Jetzt zähle ich 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 20 und markiere mir, ich persönlich mag das gerne, die 21. Masche, damit ich diesen Markierer einfach drin lassen kann. Auf der anderen Seite mache ich es genauso. Auch wieder zähle ich die 20 Maschen ab und markiere die 21. Masche. So, da wo ich aufgehört habe, mache ich weiter eine Wendeluftmasche und da häkle ich ganz normal wie zuvor meine Maschen. Wenn euch das Video bisher gefallen hat, freue ich mich, wenn ihr meinen Kanal abonniert, um die weiteren Videos nicht zu verpassen. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, so bekommt ihr direkt Bescheid, wenn das nächste Video online ist. So, jetzt bin ich bei der letzten Masche angekommen. Die markierte ist ja nicht die letzte, sondern die darauf folgende. Ich häkle die letzte Masche, dann mache ich eine Wendeluftmasche, wende das Häkelstück und jetzt kommt die erste Abnahme. Ich starte ganz normal mit einem Umschlag, steche ein in die Masche, hole den Faden durch, so steche dann aber in die nächste, hole nochmal einen Faden durch und ziehe die so entstandene Schlaufe durch die 2 Maschen, die ich jetzt auf der Nadel habe, so wie ihr das jetzt seht, und es bleiben 2 übrig. Ich hole wieder den Faden und ziehe ihn durch die restlichen beiden Maschen. Und jetzt geht es ganz normal weiter wie davor auch, Masche für Masche. So, ich häkele bis zum Ende, dann wieder zurück, da gibt es nichts Besonderes und da vorne sehen wir uns wieder. Jetzt gibt es nämlich die nächste Abnahme. Ich häkle bis zu dem Zeitpunkt, bis da nur noch 2 Maschen übrig sind. Ich hole einen Faden, steche durch die erste Masche, hole ihn durch, steche durch die zweite Masche, hole wieder den Faden durch und mache die Schlaufe durch die beiden auf der Nadel liegenden Schlaufen, durch die beiden ersten und dann hole ich nochmal den Faden und mache ihn durch die letzten beiden. Am besten sieht man das natürlich. So gut kann man das gar nicht erklären, wie man das zeigen kann. Nach dem Wenden des Häkelstücks nehme ich direkt nochmal eine Masche ab, indem ich die beiden zusammen häkle, die beiden ersten. Und dann häkle ich ganz normal weiter, Masche für Masche. Ich häkle bis zum Ende und wenn ich dann die letzte Masche habe, das ist ja die Seite, da muss ich nichts abnehmen, da schneide ich das Fädchen dann ab und mache quasi eine Luftmasche durch die Schlaufe und ziehe das Fädchen fest.
So, hier könnt ihr sehen, es ist so ein leicht angeschrägter Ausschnitt, so ein bisschen abgerundet, würde ich sagen. Und das gleiche machen wir jetzt auf der anderen Seite. Ich habe da begonnen, deshalb muss ich jetzt in der Mitte anfangen. Nicht außen, sondern in der Mitte, damit ich das Muster richtig fortführe. Dafür habe ich mir eine Schlaufe auf die Häkelnadel genommen und ich fange jetzt neben dem Markierer an, das ist ja meine erste Masche, und ich behandle jetzt die Schlaufe auf der Nadel, als wäre es eine Masche. Ich nehme einen Umschlag auf die Nadel, steche in die erste Masche ein, hole den Faden durch, hole die Schlaufe durch die erste Schlaufe auf der Nadel, hole den Faden und hole ihn nochmal durch beide Schlaufen durch. So, das ist jetzt meine erste Masche und dann häkle ich ganz normal weiter, Masche für Masche, wie gehabt. Ich häkle bis zum Ende der Reihe, dann wieder zurück und dann sehen wir uns wieder. So, ich bin jetzt wieder am Halsausschnitt angelangt und was mache ich? Ich nehme eine Masche ab, indem ich die letzten beiden in dieser Reihe zusammen häkle, ganz genauso wie davor auch. Nach dem Wenden mache ich das gleiche nochmal. Ich häkle die ersten beiden zusammen wie auf der anderen Seite der Schulter genauso. Soll ja symmetrisch sein. Ich häkle bis zum Ende der Reihe, dann wieder zurück. Und das ist jetzt meine letzte Abnahme an der Schulter. Die letzten beiden für diese Reihe häkel ich zusammen, die letzten beiden Maschen. Den Faden schneide ich nicht ab, den brauche ich dann noch, um die Schultern zusammen zu häkeln. So, und ich habe das Rückenteil schon gehäkelt. Das ist ganz einfach, da habe ich lediglich in der allerletzten Reihe rechts und links die 17 Maschen gehäkelt, mehr nicht. Also da gibt es keine Abnahmen und gar nichts. Und jetzt geht es darum, dass ich jetzt die Schultern zusammen häkeln möchte. Dafür lege ich Vorder- und Rückenteil rechts auf rechts, also die schönen Seiten liegen innen, die nicht so schönen schauen mich an. So, jetzt habe ich die beiden Teile, das Vorder- und Rückenteil, aneinander gelegt. Wie gesagt, die schöne Seite liegt innen, die sehe ich nicht. Jetzt nehme ich die erste Masche von dem einen Teil und hole mir die Schlaufe von dem anderen Teil durch diese Masche und mache dann zuerst einmal eine Luftmasche. Und nun häkele ich mit Kettmaschen die beiden Teile aneinander. Ich nehme dafür beide Schlaufen der Maschen auf beiden Seiten. Wie ihr seht, ich steche durch beide Maschen durch, hole den Faden und ziehe ihn direkt durch die Schlaufe, die ich auf der Nadel habe. So. Durch die eine Masche, durch die zweite Masche, holen den Faden, durchziehen durch die Schlaufe. Bitte beachten, es ist wirklich ganz wichtig, nicht zu fest zuziehen. Kettmaschen neigen dazu, sich zusammenzuziehen. Da passt man wirklich auf. Und das mache ich bis zum Ende der Reihe. Wenn ich die letzten beiden Maschen zusammengehäkelt habe, kann ich das Fädchen abschneiden, eine Luftmasche machen und den Faden
durchziehen. So sieht es aus, ist wirklich sehr hübsch. Und so sieht es von außen aus, da sieht man also wirklich gar nichts. Das gleiche mache ich natürlich auf der anderen Seite. Jetzt habe ich auch die andere Seite fertig gehäkelt und jetzt habe ich beschlossen, den Ausschnitt ein bisschen zu verschönern und zu verstärken. Ich beginne an einer Seitennaht und mit einer Schlaufe auf der Nadel mache ich, so wie ihr das jetzt seht, eine feste Masche. Und ich mache jetzt im Endeffekt nichts anderes als den Ausschnitt entlang lauter feste Maschen häkeln. Einfach sich eine Öffnung suchen, durchstechen, Faden holen und durch beide Schlaufen, die man auf der Nadel hat, durchziehen. Das ist eine feste Masche. Und das mache ich rundherum den kompletten Ausschnitt, bis ich wieder am Anfang angekommen bin. Jetzt bin ich am Anfang angekommen. Das ist meine Anfangsmasche, das erkennt man sehr gut an dem Fädchen. In diese Masche steche ich wieder ein. Das ist ein bisschen manchmal nicht so einfach, da könnt ihr mit dem Finger nachhelfen. In diese Masche mache ich eine Kettmasche. So. Diese Masche markiere ich, das ist jetzt sozusagen die erste Masche der letzten Reihe und die letzte Reihe um den Ausschnitt herum, die mache ich mit Kettmaschen. Das gibt eine gewisse Stabilität. Und ich möchte nicht, dass mir der Ausschnitt ausleiert. Bei Häkelstücken passiert das ja ganz gerne. Und mit Kettenmaschen bringe ich eine gewisse Stabilität rein. Also wie davor auch beim Zusammenhäkeln der Schulternähte, hier einfach in jede Masche einstechen, den Faden holen und direkt durch die Schlaufe auf der Nadel ziehen. So, nun bin ich bei meiner Markierung angekommen, sprich am Anfang. Ich schneide das Fädchen ab und ziehe den Faden durch diese Masche durch. Das ist ja meine letzte Masche. So. Ich nehme mir eine Stopfnadel, fädle das Fädchen jetzt ein und werde möglichst unsichtbar versuchen, dieses Fädchen auf die Rückseite des Häkelstücks zu bringen. Dafür steche ich in die erste Masche ein, in die erste, die jetzt gerade markiert war, in beide Schlaufen, von vorne nach hinten durch und die Masche, in die Masche zurück, praktisch in die letzte, in die Mitte reinstechen und nach hinten durchstechen. Seht ihr, so, es sieht aus, als wäre es eine durchgängige Maschenkette. So, der Ausschnitt gefällt mir jetzt sehr gut. Er ist auch schön stabil und schaut auch viel besser aus als davor. Um den Arm zu häkeln, brauche ich den Armumfang. Ich habe diesen sehr locker gemessen. Ich möchte einen lockeren Pullover haben. Ihr könnt das handhaben, wie ihr wollt. Hier habe ich bereits die Markierungen gemacht. Das sind bei mir so um die 45, 46 cm. Irgendwo so dazwischen. Die Mitte habe ich ebenfalls markiert. Es sind rechts und links zwischen den Markierungen die gleiche Anzahl an Maschen und in der Mitte ist noch eine extra Masche. Ich starte genauso wie davor auch mit einer Schlaufe auf der Nadel und einem Umschlag. Dieses Mal habe ich direkt die Masche markiert, also die Stelle markiert, wo es losgeht.
und ich häkle eine Masche rein in diese Stelle, ganz genau so, wie ihr das jetzt gesehen habt. Und einfach schauen, wie ich das mache, das ist am allerbesten. Ich nehme die nächste Öffnung, häkle rein, dann diese Rippe, da häkle ich wieder rein, die Öffnung, dieses Löchelchen zwischen den beiden Rippen und in die Rippe. So erhält ihr genau die richtige Anzahl an Maschen. So, da seht ihr genau nochmal, das sieht man recht gut. Einmal in diese Rippe reinhäkeln und dann dazwischen in dieses Löchelchen, in dieses kleine Loch. So, hier bin ich jetzt auf der anderen Seite angelangt, wo meine Markierung für die letzte Masche ist. Die nehme ich jetzt raus und häkle meine letzte Masche des Ärmels in dieses kleine Loch. Eine Wendeluftmasche und dann wende ich das Häkelstück und häkle ganz normal im gleichen Muster weiter, Reihe um Reihe. So, jetzt habe ich 10 Reihen gehäkelt. Ich mache jeweils 10 Reihen pro Farbe bei den Ärmeln. Und das ist jetzt wieder ein Farbwechsel. Ich steche ein, hole den Faden, ziehe die Schlaufe durch die erste Schlaufe auf der Nadel. Ich hole die zweite Farbe und ziehe die Schlaufe durch die beiden Schlaufen auf der Nadel. Eine Wendeluftmasche und dann geht es erstmal ganz normal weiter, ohne Ab- und Zunahmen. Die erste Reihe häkle ich ganz normal bis zum Ende der Reihe. So, die letzte Masche der Reihe ganz normal wieder häkeln. Eine Wendeluftmasche, das Häkelstück wenden. So, und jetzt in der zweiten Reihe mache ich eine Abnahme. Wie davor auch, eine Masche abnehmen, indem ich die ersten beiden zusammenhäkle. Und dann ganz normal weiter häkeln, wieder bis zum Ende der Reihe. Am Ende der Reihe ganz normal die letzte Masche durchhäkeln, eine Wendeluftmasche häkeln und am Anfang der dritten Reihe die ersten beiden zusammenhäkeln. Damit nehme ich wieder eine Masche ab.
So häkle ich einfach weiter, mache nach 10 Reihen wieder einen Farbwechsel. In der nächsten Farbe mache ich ebenfalls in der zweiten Reihe am Anfang und in der dritten Reihe am Anfang eine Abnahme. Das gleiche mache ich in der vierten Farbe. So sieht mein Ärmel aus. Ich habe jetzt die 4 Farben fertig gehäkelt, jeweils in der zweiten und dritten Reihe abgenommen eine Masche. So, nun geht es darum, dass ich die Seiten und die Ärmelnähte schließen möchte. Dafür falte ich den Pullover, so wie ihr das jetzt hier seht, rechts auf rechts wieder aufeinander. Die schöne Seite liegt wieder innen. Und ich falte diesen Pullover einfach so zusammen, wie ihr das jetzt hier seht. Die Ärmelnaht aufeinander und die Seitennähte aufeinander. Da, wo ich aufgehört habe zu häkeln, da fange ich an, die Nähte zu schließen, den Arm entlang, unter den Arm und dann die Seite runter. So, hier seht ihr, ich habe die Farbsequenzen markiert. Ich möchte, dass das farblich schön aufeinander liegt und nicht verschoben ist. Da hilft diese Markierung. Ihr seht, die Rippchen des Musters liegen aufeinander. Außen sieht es nämlich ganz anders aus. Das ist letztendlich versetzt. Da solltet ihr wirklich aufpassen, dass die Rippen schön innen quasi, was ja dann die Außenseite ist, schön aufeinander liegen und dann auch aufeinander treffen. So, jetzt habe ich eine Luftmasche gemacht und mache das gleiche wie bei den Schultern, aber dieses Mal arbeite ich mit festen Maschen. Ich steche durch die eine Seite des Pullovers in die andere Seite des Pullovers, hole den Faden, ziehe ihn durch, hole ihn nochmal und ziehe ihn durch beide Schlaufen, die ich auf der Nadel habe. In diesem Fall finde ich die feste Masche als Verbindungsmasche einfach schöner. So, jetzt bin ich bei der Markierung angelangt für die nächste Farbsequenz. Ich entferne die Markierung, steche ein, hole den Faden und jetzt nehme ich die andere Farbe, die zu der Farbsequenz passt, und beende die Masche mit dieser Farbe. Und mit dieser Farbe häkle ich dann diese Farbsequenz mit festen Maschen zusammen. Auf die gleiche Art verfahre ich bei allen anderen Farbsequenzen. Ich wechsle dann jeweils die Farben passend zu der Farbsequenz, die dann gerade kommt, weil letztendlich würde man das sonst außerhalb des Pullovers sehen, wenn ich alles in einer Farbe mache. Ist eine helle Farbe, scheint eine dunkle Farbe durch. Ist es eine dunkle Farbe, scheint die helle Farbe durch. So sieht das jetzt aus von innen und jetzt drehe ich das um und so seht ihr, man sieht keine Farbunterschiede, weil es einfach keine gibt. So, man könnte die Ärmel so lassen, wie sie sind. Ich möchte aber noch eine Reihe oder Runde, besser gesagt, Kettmaschen häkeln. Dafür fange ich an mit einer Schlaufe auf der Nadel, hole ein Fädchen durch und ziehe sie direkt durch die Schlaufe auf der Nadel. Sprich wie beim Ausschnitt, beim Halsausschnitt auch, möchte ich hier eine Runde Kettmaschen machen. So sieht das dann aus. Mir gefällt das. Und das gleiche mache ich auch am Saum. Und damit ist der Pulli fertig. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr schaltet bei der nächsten Häkelanleitung wieder ein.
Um das nicht zu verpassen, abonniert einfach meinen Kanal und aktiviert die Glocke. So bekommt ihr direkt Bescheid, wenn ich das nächste Video hochgeladen habe. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Bis bald!